Die Welt der Luxushotels ist zwar teuer, aber auch abenteuerreich und spannend. In diesem Format teste ich die besten Hotels weltweit. Am Ende wird jedes Hotel von mir bewertet und ins Ranking mit aufgenommen. Heute das Ritz-Carlton in Berlin. So Leute, und damit einen wunderschönen guten Tag aus Berlin City, hier Hauptstadt oder was? Ja, ich kann euch jetzt hier mit so einer doppelten Aufnahme mitnehmen. Im Hintergrund geht gerade noch schön die Sonne unter und da seht ihr den Fernsehturm. Ich bin hier im Regierungsviertel, einmal hier schön Touri-Spot Number One. Aber ich muss hier lang, weil hier links hinterm Bundestag geht es jetzt weiter Richtung Hotel. Ich habe 2 Tage Berlin gebucht. Wir gehen jetzt Richtung Potsdamer Platz, weil da liegt das Hotel, wo ich nächtige. Ich wollte da immer schon mal hin, jetzt passt es halt. Warum ist denn das jetzt hier so windig? Ab ins Ritz-Carlton, hab viel Gutes gehört, ist vielleicht aktuell das beste Hotel in Berlin. Adlon hat mir immer gut gefallen. Viele sagen auch, ist blöd, zu teuer, zu alt. Waldorf Astoria aktuell wohl auch nicht mehr so geil. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was mich im Ritz-Carlton erwartet. Ich glaube, das ist sogar das Ritz-Carlton, wo Moneyboy Orangensaft verschüttet hat. Kann das sein? Naja, checken wir mal ein und wir sehen uns gleich wieder. 1 Kilometer muss ich noch laufen, dann bin ich da. Also ich habe irgendwie jetzt erst gecheckt, dass man ja direkt hinterm Bundestag auch am Brandenburger Tor ist. Und man vom Hauptbahnhof nur 1 Kilometer geradeaus gehen muss und dann ist man am Brandenburger Tor. Hä? Da muss ich jetzt gerade selber ein bisschen über mich schmunzeln. Das habe ich irgendwie nie so ganz abgespeichert in meinem Kopf. Hier ist ordentlich was los, da ist doch das Adlon. Aber da geht's heute nicht hin, sondern weiter geradeaus. Boah, schaut mal Leute, was ein Sonnenuntergang. Mit der Siegessäule. Und da sind wir auch schon am Potsdamer Platz. Ganz schön was los hier. Schaut mal. Und wenn man hier einmal weiter rüber geht, da ist das Ritz-Carlton. Ich habe das noch nie wahrgenommen, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein schönes Gebäude, bisschen so Manhattan-Vibes, ne? Das Ritz-Carlton Berlin ist ein Luxushotel am Potsdamer Platz und wurde im Januar 2004 eröffnet als Teil der Neuentwicklung des Areals nach der Wiedervereinigung. Es verfügt über 303 Zimmer und Suiten und ist stilistisch, besonders nach einer Renovierung 2019, stark von den goldenen 20ern geprägt. Kulinarisch bietet das Hotel vor allem das Restaurant Potz mit moderner deutscher Küche sowie eine elegante Cocktailbar. Es gehört zu den wichtigsten Luxushotels der Stadt und beherbergte schon oft prominente Gäste, wie zum Beispiel Barack Obama. Checken wir mal ein. Hey, warum haben die mich nicht abgeholt? Frechheit. Toller Eingang, ne? So, hereinspaziert. So Leute, und da bin ich auch schon eingecheckt. Super freundlich, das ging flott. Upgrade bekommen heute. Ja, haben wir schon lange nicht mehr, glaube ich, ne? Oder zumindest, dass ich ein YouTube-Video drüber gemacht habe. 8. Stock, Zimmer 839. Ach, das ist das hier mit Doppeltür. Was kommt denn jetzt? Hier die Präsidentensuite gebucht oder was? Ganz kurz First Reaction mit dem Handy. Digga, was passiert denn jetzt? Alter! Hä? Was habe ich denn hier bekommen? Boah, geil. Ey, jetzt muss ich einmal hier durchgehen. Wir filmen das jetzt gleich auch noch natürlich einmal ausführlich ab. Wow. YouTuber-Bonus, oder? Natürlich. Krass, ey. Und der Ausblick. Präsident ist angekommen. Ich brauche jetzt erstmal einen kurzen Schneck. Und dann ein Auto, darf ich das mitnehmen? Oder kann man das essen? Und dann sehen wir uns gleich. Leute, ich habe so Hunger, ich brauche mal schnell ein paar Snacks, deswegen filme ich das hier immer vorab. Was ist das hier alles? Guck mal hier, wie schön aus Schokolade, wie detailreich. Das hier ist wahrscheinlich Zucker. Ritz-Carlton-Logo mit dem Auto hier. Sehr, sehr schön. Frühstückskarte liegt hier. Hier, der Berliner Bär als Schokolade. Boah, dazu eine Traube. Hier haben sie sich echt Mühe gegeben. Also das ist mal ein Welcome. Da kommt ja fast ans Mandarin Oriental in Luzern ran. Hier noch eine Praline in Pink. Ich darf aber auch nicht zu viel Schokolade essen, weil ich bin gerade im Fitnessfieber. Und hiermit kann ich eigentlich auch nichts anfangen, aber schaut euch das mal an. Eine 075 Röderer. Das ist mal eine gute Champagnerflasche. Ja, schon sehr aufmerksam. Ich habe das jetzt nochmal gegengecheckt. Ich habe hier eine Carlton Club Suite bekommen. Das ist die drittgrößte Suite. Darüber kommen dann wirklich nur noch so 2 Präsidenten-Suiten. Die kosten irgendwie 15.000 die Nacht. Aber auch die hier hat 105 Quadratmeter. Das ist einfach größer als meine Wohnung. Ich sage das jetzt direkt mal am Anfang, dann haben wir es geklärt. Und die kostet für diese Nacht 3.000 Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Und morgen Nacht 2.700 oder so. Ich bin ja 2 Nächte hier. Also Wahnsinn. Ich schieb's mal darauf. Ich habe es euch ja beim letzten deutschen Hotel auch schon gesagt, ich kann es halt nicht mehr vermeiden, dass man mich eventuell halt kennt oder den Namen googelt oder so. Selbst wenn ich über eine andere E-Mail buche, das bringt alles nichts, weil ich check ja nun mal halt auf meinen Namen ein. Deswegen dieser YouTube-Bonus spielt da sicherlich ein bisschen mit rein. Ich habe allerdings eben mal mit einem Kollegen telefoniert, der war auch im letzten Video drin, der ist auch viel in Hotels. Der war auch hier schon ein paar Mal und meinte, er hatte auch das Zimmer schon mal bekommen. Also vielleicht muss man manchmal ein bisschen Glück haben. Ich freue mich natürlich und ist schön, euch das jetzt hier zeigen zu können. Fangen wir mal an, oder? Wir starten wie immer hier vorne im Eingangsbereich. Eine Sache, die ich natürlich noch erwähnen muss,
Gebucht habe ich wie immer über meinen Partner Sweetspot. Die habe ich jetzt schon ziemlich lange nicht mehr erwähnt, weil jetzt auch lange keine Hotelvideos kamen. Aber alle Hotels, die ein bisschen gehobener sind, buche ich bei Sweetspot, um meine ganzen Vorteile mitzunehmen. Hotelguthaben und so weiter und so fort. Upgrade. Hier war das jetzt natürlich extrem krass. Das müsste ja wahrscheinlich ein 5-fach Upgrade oder so gewesen sein. Dort gibt es wie immer mit meinem Code HOTELALEX 25% auf die Premium-Mitgliedschaft. Ihr könnt das Ganze aber sowieso erstmal 3 Monate kostenlos testen, wenn ihr meinen Code eingebt. Habt dann immer einen privaten Buchungsassistenten von Sweetspot und so weiter und so fort. Super Sache und kann ich absolut empfehlen. Also, wir haben hier die Carlton Club Suite. 105 Quadratmeter sind das. Und das ist die dritthöchste Suite-Kategorie hier im Ritz-Carlton. Na, gut isoliert, naja. Hört ihr das? Ist da irgendwie ein Fenster auf? Das müssen wir gleich mal überprüfen. Dann gibt's halt nur noch diese beiden ganz großen Suiten. Zeige ich euch gleich sicherlich nochmal. Wir haben hier direkt am Eingang einen Gäste-WC oder einfach ein WC, wie auch immer, mit Toilette. Genau, nichts Spektakuläres. Und hier geht's dann weiter. Das ist natürlich nicht normal. Also man hat das jetzt im normalen Zimmer nicht, logischerweise. Eine Küche oder eine ganz kleine Küchenzeile. Also ich bin wirklich der letzte Mensch, der irgendwie eine Küche im Hotel verwendet. Ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht. Ich finde, wenn man aktiv eine Küche braucht, dann bucht man sich eher so Apartments, oder? Wobei man hat ja auch gar keine Möglichkeit zu kochen oder so. Das ist einfach eher ein bisschen, ist halt wahrscheinlich Platz da gewesen, machen wir mal was rein. Und hier rechts haben wir halt die Minibar mit den ganzen Getränken. Ja, ich muss sagen, ich finde diesen kleinen Raum hier jetzt eher hässlich, um ehrlich zu sein. Aber, achso, ja, hier kannst du dann den Strom ausknipsen. Interessant. Aber gut, man hat's halt, ne? Guck mal, hier hast du noch mehr Champagner von Krug. Also hier kann man sich ordentlich wegknallen. Alter, hier, ja, das ist dann, finde ich, aber das ist gar nicht schlimm, weil das Zimmer ist absolut next level. Aber so schön angeordnet in so einer tollen Minibar sieht das natürlich noch besser aus, ne? Red Bull, Wasser, Heineken, Bierchen, Pepsi, Mikrowelle haben wir hier auch noch. Ja gut. Sogar Fidschi-Wasser steht hier oben. Hier dann ein bisschen Tee, bisschen Kaffee mit der Kaffeemaschine. Ja, und da hast du auch noch Leitungswasser. Coole Sache eigentlich. Dann haben wir das auch schon abgehakt. Hier unten liegen meine Laufschuhe, die habe ich mir neu bestellt. Wollte ich morgen vielleicht mal ausprobieren. Es ist auch wirklich eigentlich so maximal unnötig. Ich komme hier rein für 2 Nächte, habe einen kleinen Rucksack dabei und dann dieses Riesenzimmer hier. Aber gut, also schaut euch das mal an. Wirklich verrückt, hier direkt am Potsdamer Platz, mitten in Berlin, so viel Platz zu haben, das ist ja schon schwer in Worte zu fassen. Also Leute, die sich dieses Zimmer hier extra buchen, das ist für mich schon ein Zimmer, das repräsentiert einfach diese verrückte Welt. Klar, eine Präsidentensuite ist da nochmal viel verrückter, aber wenn ich dieses Zimmer hier so sehe, was man buchen kann, was Leute buchen für 3.000 Euro die Nacht, Junge, ist natürlich super interessant und auch eine tolle Erfahrung, aber da weiß man manchmal nicht so ganz, was man dazu eigentlich sagen soll, ne? Trotzdem freue ich mich natürlich, fürs Video ist es immer klasse, aber mir hätte auch ein recht normales Zimmer gereicht, die sind hier bestimmt auch toll und ich habe mich auch echt nicht drauf eingestellt, dass ich hier so ein riesiges Zimmer bekomme. Ich weiß doch, im Adlon haben wir auch ein richtig krasses Upgrade bekommen, das war auch super fürs Video, aber hier ist das nochmal, würde ich sagen, eine bisschen andere Liga fast schon. Wo fangen wir denn hier an? Die Details und wie das Zimmer eingerichtet ist, finde ich okay, bisschen altmodisch teilweise, aber trotzdem schön in diesem klassischen Ritz-Carlton-Stil. Oh, hier habe ich gerade schon reingeguckt. Machen wir sofort nochmal. Das ist die andere Minibar. Da sind halt Snacks drin. Ja, hier hast du überall unten so ein paar kleine Gemälde stehen. Finde ich neutral. Also ich finde es jetzt nicht hässlich. Ich finde es jetzt auch nicht schön. Ich hatte auf jeden Fall schon für meinen persönlichen Geschmack schönere Zimmer. Aber dieses Zimmer haut mich trotzdem um. So, schauen wir mal in die Schränke. Genau, hier ist nichts drin. Kannst du ein paar Sachen aufhängen. Brauche ich absolut nicht, weil so viele Sachen habe ich gar nicht dabei, die in diesen Schrank hier rein könnten. Fernseher Nummer 1. Hier unten, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also an sich ist das ja ein Kamin. Vielleicht kann man den ja irgendwie anmachen. Schaut mal hier. Nee, jetzt geht der Fernseher an. Nee, ich glaube, das ist nur Deko. Hier eine schöne Sitzecke, ein Sofa, 2 Sessel. Ja, kannst du mit der ganzen Familie Platz nehmen. Hier habe ich gerade noch ein Schreiben bekommen mit den ganzen Vorteilen. Alles mit drin natürlich. Frühstück kann ich im Restaurant genießen, kann ich hier auch aufs Zimmer bestellen. $100 Food Credit wie immer. Ich habe 2 gute Freunde von mir eingeladen, die aus meiner Heimat kommen. Einer wohnt in Berlin, der andere ist gerade durch Zufall hier. Wir gehen gleich hier was essen. Das wird bestimmt ganz lustig. Und da hauen wir das mal schnell auf den Kopf. Genau, das habe ich euch eben schon gezeigt. Hier Frühstück, Breakfast. Komm, schauen wir mal einmal. Ich bin echt gespannt. Das Frühstück hier ist bestimmt sehr, sehr gut. Genau, hier kann man das alles schön ankreuzen, raushängen und dann auch theoretisch das Frühstück auf dem Zimmer genießen. Aber das mache ich, glaube ich, nicht. Vielleicht übermorgen. Mal gucken. Genau, und hier haben wir dann die Snackbar, sage ich jetzt mal, mit dem Safe. Ne? Was in diesem Safe wohl schon alles drin lag. Hohoho. Genau, wenn ich hier rangehe, fängt es an zu flackern. Oh, das tut mir leid. Na, ihr müsst ja jetzt kurz durch. Wir haben hier KitKat, Snickers,
Alles drum und dran. Schokobons. Ich glaube, Schokobons habe ich noch nie in irgendeinem Hotel gesehen. Aber logischerweise nicht complimentary. Dafür ist die Minibar einfach zu groß. Was complimentary ist, ist das ganze Wasser und halt dieser ganze Begrüßungskram. Wir schauen mal, was kosten denn die Schokobons? 6 Euro. Ja, hätte ich jetzt sogar tatsächlich mehr gedacht. Das ist aber gar nicht so wichtig. Cola Zero Index. Wobei wir haben ja nur Pepsi Max 02. 6 Euro. Ist okay, jetzt letztens war ich ja in Courchevel, da haben wir den Rekordhalter für den Cola Zero Index gefunden. Mal gucken, ob wir das noch irgendwo in der Welt toppen können. Guck mal, hier haben sie sogar ein Parfüm. Aha, das habe ich auch noch nie gesehen. Alter, diese Krug-Champagner 0375, 270 Euro. Ist die so besonders? Wobei, ich muss sagen, so eine Röderer, wenn man die jetzt hier im Hotel bestellen würde, klar, die kostet im Einkauf nicht so viel, also auch nicht wenig. Ich guck mal später in der Bar, ob man da eine Röderer bestellen kann. Ich bin mir fast sicher, da kommst du mit 300 Euro nicht hin für die Größe. Vielleicht verschätze ich mich jetzt auch. Hennessy und so weiter. Gut, haben wir das auch? Ja, warte mal. Hier haben wir noch einen Schrank. Aha, bisschen was zum Lesen. Ja, das finde ich immer schon ganz nett, weil es ist einfach detailreich, ja. Individuell, dass hier dann so ein paar Bücher liegen, hat einfach so einen gewissen Charme, sage ich mal, ne. Auch wenn ich jetzt nicht so die Leseratte bin. So, da haben wir die ersten 35 Quadratmeter schon abgehakt. Einmal den Schreibtisch hier, da saß ich gerade schon an meinem Laptop mit Telefon dran. QR-Code für In-Room Dining. Was ist das hier? Ein paar Infos über das Hotel, kann man einfach sein Handy dran halten. Also hier sitze ich wirklich wie El Presidente. Ich mach gleich mal das Licht aus. Und dann schauen wir uns mal den Ausblick an, weil wir haben ja schon viele Fenster und dann hier direkt zum Potsdamer Platz hin. Ich schlafe heute Nacht wahrscheinlich so exklusiv wie fast kein anderer Berliner, oder? Zumindest bin ich Top 100. Naja. So, hier seht ihr das Ganze nochmal von dieser Seite und wir drehen uns einmal rum. Haben dann hier, ich sag mal, das Esszimmer, ne? Hier kannst du mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personas schön sitzen, In-Room-Dining bestellen mit der ganzen Familie. Kannst dabei auch Fernsehen gucken auf diesem winzigen Fernseher da. Hier den Ausblick habe ich euch eben schon einmal gezeigt. Ganz nett hier mit dem... Was ist das? Eine Lampe auf einem Tisch mit ein paar Fake-Blumen, oder? Das ist ja nicht echt hier. Oh doch? Nee, das ist nicht echt. Sieht doch ganz schön aus. Und jetzt kommen wir eigentlich in mein Highlight, würde ich sagen. Also das ist wirklich schön. Vor allem das Badezimmer finde ich sehr schön. Das ganze Zimmer kann man auch einfach über Knöpfe steuern. Finde ich meistens sogar besser als immer diesen ganzen smarten Bumster, der dann manchmal nur zur Hälfte funktioniert. Dann regt man sich wieder auf, warum das jetzt nicht geht. Einfach einen Knopf wie früher. Das hat auch schon immer funktioniert. Warum muss man das ändern? Verstehe ich nicht. An, aus, an, aus. Super, läuft immer. Okay, gehen wir mal ins Schlafgemach. Ja, hier hat man eine wunderbare Akustik. Ich filme euch einmal rum. Kleinen begehbaren Kleiderschrank. Ach so, hier hängt der Bademantel. Ja, den kann ich gebrauchen. Morgen geht's ein bisschen planschen, ein bisschen saunieren, Sport machen, Wellness machen. Ich bin in Berlin, weil ich morgen Abend so ein Dinner hab. Wurde ich eingeladen. Langes Thema, hat auch nicht so viel mit YouTube zu tun, aber deswegen bin ich hier. Und da dachte ich mir, komm, gehst du mal ins Ritz. Und morgen muss ich auf jeden Fall Sport machen. Dann geht's noch ein bisschen planschen, bisschen in eine Sauna. Ich mache mir morgen einen ganz schönen Tag hier in Berlin und abends dann halt zu dem Dinner. Und Samstag geht's dann auch wieder nach Hause. Genau, jetzt machen wir mal schnell zu Ende. Wir haben hier ein schönes Bett. 2x2 Meter, King-Size-Bett. Oh, so ein Mist, jetzt sind meine Freunde schon da. Wir haben erst 19:51 Uhr. Wir waren für 20 Uhr verabredet. Oh, herrlich. Super wie immer, geiles Bett. Hier werde ich gut schlafen, weil sie jetzt schon. Schaut mal hier hast du dann auch nochmal ein Telefon, noch eine Lampe, nochmal ein Ausblick. Ach so, der dritte Fernseher, ja, der dritte Fernseher, genau. Und hier haben wir dann noch einen Schrank, ist aber nichts drin. Nee, ist leer. Das ist mein Beau Voyage-Rucksack. 40 Stück gibt es noch, Leute. Und die Marke wird ja nochmal komplett umgebrandet. Deswegen, alles muss raus. Schlag zu jetzt. Es gibt krasse Rabatte. Das muss ich unbedingt auch nochmal hier im Video gesagt haben. Ich habe da einiges noch vor und muss das ganze Lager raus. Und deswegen, Leute, shoppt euch da mal schön einen zusammen. Und diese Rucksäcke wird es leider nie wieder geben. Also es gibt insgesamt 500 Stück. Da habt ihr quasi einen von 500. Und es ist ein super Rucksack, gerade für das Geld. Aber auch die anderen Sachen sind alle geil. Hier habe ich die Beau Voyage Socken an, auch super bequem. Genau, also beauvoyage.com, checkt da mal rein. Das finde ich wirklich super. Diese Marshall-Box finde ich immer sehr, sehr schön. Kann ich mir auch für zu Hause gut mal vorstellen. Aber die Dinger kosten auch was, ne? Hier hast du noch ein paar Schubladen. Ja, noch eine Lampe. Also diese Lampen finde ich alle so, naja. Genau, und hier geht's dann noch rum ins Hauptbadezimmer. Wir haben hier natürlich alles, was man braucht. Hier nochmal ein Bademantel. Zur Rechten dann das Hauptklo mit BD. Und das habe ich alles schon gesehen. Ein schöner großer Spiegel. Und jetzt passt mal auf. Die Spiegellandschaft, die geht hier noch weiter. Was ist das denn? Also das ist ja der Wahnsinn, oder? Sehr krass, was man hier alles machen kann. Ja gut, fehlt nur noch ein Spiegel an der Decke. Ah ja. Wahrscheinlich hier mit Whirlpool-Funktion oder so. Tolle Badewanne. Vielleicht lege ich mich da morgen mal rein. Hier hast du einen Schminkspiegel bei. Und hier dann wahrscheinlich noch ein paar Amenities, oder? Nee, hier nicht. Hier? Nee, auch nicht. Hier? Nee, auch nicht. Ah, hier vielleicht. Jo. Ja, Amenities sind hier drin. Dental Kit.
Das finde ich auch immer geil, wenn man so ein Dental Kit hat, weil viele Hotels liefern das einfach nicht mit. Gut, wenn man dann mal die Zahnpasta zu Hause liegen gelassen hat. Mir schon zu oft passiert. Ach so, und die Dusche habe ich selber noch nicht gesehen. Die ist dann im Vergleich zum anderen Badezimmer recht klein gehalten. Aber trotzdem eine super Dusche mit den üblichen Ritz-Carlton Shampoos. Habe ich schon oft so gesehen. Ist ja jetzt auch nicht mein erstes Ritz-Carlton Hotel. Aber das geilste Zimmer, was ich jemals in einem Ritz-Carlton hatte. Definitiv mit Abstand. Einen Dyson-Föhn. Und ich gehe jetzt mal runter, weil meine armen Freunde, die stehen da unten wahrscheinlich wie bestellt und nicht abgeholt. Das hier wollte ich noch kurz zeigen. Ich weiß auch nicht, was hier drin ist. Das ist vielleicht noch ein kleines Präsent. Mit Schleifchen machen wir mal kurz auf. Ach so, da sind Pralinen drin. So, ab zum Essen. Wir gehen jetzt in eins von 3 möglichen Essensrestaurants. Nehme ich euch natürlich mit. Und ich habe auch Zugang zur Club Lounge. Da gibt's auch Essen und Trinken und alles. Da gehen wir vielleicht morgen noch rein. Die ist auf der 10. Etage. Aber jetzt geht's erstmal schnell runter. Bis gleich. Für mich ging's dann ins Restaurant Potz und 2 meiner guten Freunde haben mich begleitet. Ganz nett gestaltet alles. Ein Restaurant mit traditionell deutscher Küche. Hier seht ihr einmal meine Kumpels, Luis und Nico. Wir kennen uns schon ewig und haben uns da einfach mal einen netten Abend gemacht. Vorweg gab's ein leckeres Brot mit Butter, unserem Kräuterdip und jetzt mal eben einen Blick auf die Karte. So Leute, kurzer Blick aufs Menü. Ey, ich glaube, ich nehme hier tatsächlich mal das 4-Gang-Menü. Das haben sie gerade so schmackhaft gemacht. Da gibt es so ein paar Überraschungen. Ansonsten, Wiener Schnitzel sehe ich hier gar nicht. Damit habe ich jetzt eigentlich gerechnet. Naja, liest sich doch trotzdem ganz gut. Wir haben uns dann doch nochmal umentschieden, wäre ein bisschen kompliziert geworden alles. Deswegen gab es vorweg hier einmal den Burrata mit Kürbis, also saisonalem Gemüse. An dem Tag war es halt Kürbis. Und dazu haben wir uns dann ein T-Bone Steak geteilt mit ein paar Beilagen. So sah das aus. Ein paar Kartoffelpuffer, bisschen Paprika, Salat, leckere Soße. Und es war wirklich lecker, also hat super geschmeckt. Ich habe schon oft in solchen Häusern noch besser zu Abend gegessen, dass es mich einfach noch mehr überzeugt und umgehauen hat, sag ich mal, aber es war trotzdem sehr, sehr gut. Und die Herrschaften, hat es geschmeckt? Ja, war sehr lecker, Alex. Ja, das war doch ein sehr, sehr netter Abend. Ich bin mittlerweile zurück auf dem Zimmer. Ich habe im Essen jetzt nicht so viel geredet. Meine Freunde wollten auch nicht unbedingt jetzt so viel im Video sein, kann ich auch verstehen. Aber das Wichtigste ist auf jeden Fall drauf. Essen war soweit gut. Wir haben uns ja zu dritt was geteilt. Hat jedem gut geschmeckt und auf jeden Fall solide. So richtig umgehauen hat es mich nicht, aber es war trotzdem sehr, sehr gut. Was mich aber umgehauen hat, schaut mal hier, Leute. Ich weiß nicht genau, wahrscheinlich haben die einfach die Laufschuhe gesehen. Die haben hier so eine Running Map hier hingelegt. Dreht man dann um und hat hier so eine Map, wo man langlaufen kann. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich nicht so laufen werde mit dieser Map, aber das ist natürlich schon sehr, sehr aufmerksam. Und schaut mal hier, ich habe noch was gekriegt. Wahnsinn. Kleines Abendset hier mit Herr Alex. Die wollen auch, glaube ich, dass ich mir hier einen reinsaufe. Schwarzwald Dry Gin. Ein schöner Abendbrief. Mal gucken, was drin steht. Guten Abend, Herr Alex. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt im Potz. Das war ja das Restaurant, wo wir gerade waren. Anbei noch eine kleine Aufmerksamkeit für Sie. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Nachtruhe und morgen einen guten Start in das Wochenende. Herzliche Grüße. Ja, das ist mal aufmerksam hier vom Hotelmanager, oder? 2 Gin-Fläschchen, Tonic Water, ein paar Snacks. Oliven haben wir auch noch. Wahnsinn. Also, mein Aufenthalt hier ist auf jeden Fall ein richtiges Erlebnis. Jetzt trinken werde ich es nicht, aber die Gin-Fläschchen nehme ich auf jeden Fall mit nach Hause. Ja, schon klasse. Jetzt machen wir hier einmal das Licht aus und dann gucken wir mal raus. Da bin ich jetzt nämlich selber gespannt. Das habe ich ja eben schon groß angekündigt. Hier seht ihr die Suite einmal im Dunkeln. Und dann filmen wir mal hier einmal lockerlässig lang. Ich hoffe, das wackelt jetzt nicht so. Ja, schon ganz nett hier mit Blick auf den Potsdamer Platz. Ja, Berlin ist schon eine geile Stadt. Ich war hier, also seitdem ich eigentlich so 16, 17 bin ich oft auch immer in Berlin gewesen. Eine Zeit lang auch mal noch öfter. Da gab es auch mal ein paar YouTube-Kollegen und so, die hier wohnen, mit denen ich dann was gemacht habe. Auch viel feiern gewesen und so. War schon immer geil. Berlin schläft halt nie, ne? Ist eine Weltstadt. Und ja eigentlich gar nicht so weit weg von mir zu Hause. Jetzt hier einfach mal wieder richtig auf die Piste gehen. Ich war schon so lange nicht mehr feiern. Das wär's auch, ne? Ist Donnerstag heute. Ich glaube, ich gehe gleich schlafen. Man wird ja auch nicht jünger. Man hört halt echt laut die Feuerwehrautos, die hier auch ununterbrochen fahren. Aber wahrscheinlich da im Schlafzimmer geht's dann, ne? Ein gutes Nächtle wünsche ich und wir sehen uns morgen früh. Gutes Wetter, gute Laune. Guten Morgen. Ja, gut geschlafen. Ab zum Frühstück. Schaut euch mal an, wie schön das aussieht, wenn hier das Licht so ein bisschen reinfällt. Bombenwetter in Berlin, auch wenn die Fenster leider ein bisschen hier... Aha. Nein, das ist nicht so schlimm. Ich freue mich irgendwie total, weil bei mir in der Heimat ist das Wetter heute schlecht.
Und hier ist es ja super. Wir gehen jetzt zum Frühstück und zwar in die Club Lounge. Das ist mir gerade eingefallen. Ich kann ja in die Club Lounge. Ab einer bestimmten Zimmerkategorie kann man da rein oder wenn man halt einen Status hat. Da gibt's von morgens bis abends immer ein paar Snacks umsonst und auch Getränke und so weiter. Und man kann dort auch das Frühstück genießen. Da ist es nicht so voll. Deswegen gehen wir da jetzt mal hin und morgen früh mal gucken, ob ich dann ins Hauptrestaurant gehe oder vielleicht auch mal hier auf dem Zimmer frühstücke. So, Etage 10, da befindet sich die Club Lounge. Und so sieht übrigens der Aufzug aus. Oh, wir sind schon da. Uiuiui. So, schaut mal Leute, hier haben wir das Menü. À la carte. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr toll hier. Bin fast alleine. Schaut mal. Das ist auch ein entspannter Morgen. Schauen wir uns einmal kurz hier um. Geile Leute hier, wirklich. Ich lache mich kaputt. Auch ein super Typ, der hier arbeitet. Aus Italien. Guck mal, hier gibt es sogar Kaviar. Schön. Müsste ich eigentlich gleich noch essen. Bisschen Joghurt. Mir gefällt das Design ja aber auch einfach gut. Und hier noch für die Kids ein paar Süßigkeiten. Ja, geile Club Lounge. Los ging's mit ein bisschen Joghurt und Lachs mit Meerrettich im Semmelbrötchen. Immer gut. Parallel hat mir jemand versucht, Land auf dem Mars anzudrehen. Und à la carte habe ich mich dann noch für das Pastrami Trüffel Egg Brioche Brot entschieden. Ein absoluter Traum. Das war so lecker. Frühstück war wirklich hervorragend. Also hat echt richtig gut geschmeckt. Ich hatte da so ein Trüffel Eggs Pastrami Sandwich, Brioche Toast mit noch ein bisschen Ei. Das war wirklich das Beste, was ich seit langem zu Frühstück gegessen habe. Super Privatsphäre natürlich, wobei wir waren da zu zweit. Da saß so ein Typ, der hat irgendwie Land auf dem Mars verkauft. Das war alles ein bisschen dubios, aber der Mitarbeiter da oben, geiler Typ, super nett, irgendwie aus Italien. Das war ein schönes Frühstück heute Morgen. Jetzt gerade war ich hier im Park laufen, 11 Kilometer. Schön einmal zur Siegessäule, dann ein paar Runden gedreht und wieder zurück. So langsam zieht sich das Wetter irgendwie ein bisschen zu. Jetzt bin ich zurück. Wir schauen uns mal kurz den Fitnessbereich an, wobei ich glaube, kein Fitness machen werde. Wir gehen einfach schön in die Sauna. Und hier gibt es sogar ein Schwimmbad. Also schauen wir mal rein. Let's go. Okay Leute, Bademantel an. Der gefällt mir echt richtig gut. Richtig bequemer, schöner Bademantel. Jetzt geht's auf Etage, ich glaube -1. Da ist das Gym, der Pool, Saunabereich. Schauen wir uns den Bums mal an. So, schaut mal hier, kurzer Einblick ins Gym. Ist gerade jemand da. Aber echt groß. Schick, ne? Man hat schon einige Geräte, auch viele Hanteln. Ich habe schon schlechtere Gyms gesehen. Aber das skippe ich heute. Ich hätte auch noch ein bisschen was machen können, aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Ein paar Getränke, ein bisschen Obst. Dann haben wir hier einmal die Umkleidekabine. Ist gerade auch niemand da, deswegen... Also in der Umkleidekabine sowieso nicht, aber auch im Poolbereich nicht. Deswegen filme ich das einmal kurz ab. Mache ich ja sonst nicht immer. Gefällt mir echt gut. Sieht super schön aus. Und hier geht's jetzt, warte mal, nicht da lang, sondern hier lang. Drehen, drehen, drehen. Hier geht's zum Pool und zur Sauna. Hier haben wir einen kleinen, aber feinen Pool. Toller Poolbereich. Hier kannst du auch so ein bisschen, hast du so eine Brause noch mit drin. Aber ich gehe jetzt in eine Sauna. Und hier haben wir dann einmal den Saunabereich. Auch keiner da. Hier hinten ist noch ein Relaxing Room. Ne? Hast alles, was du brauchst. Ich bin mittlerweile schon fertig. Der Sauna- bzw. Spa-Bereich im Ritz-Carlton in Wolfsburg, der war nochmal eine andere Liga, würde ich fast sagen. Der war wirklich extrem schön und der beste, den ich je in Deutschland gesehen habe. Aber der hier ist auch gut. So, jetzt geht's zurück aufs Zimmer. Wunderschönen guten Morgen, Tag 2 aus dem Ritz-Carlton in Berlin. Ich war gestern Abend noch auf einem Event, habe jetzt vom Hotel nicht mehr viel mitbekommen, außer hier zu schlafen. War sehr, sehr angenehm. Dass ich mal freiwillig im Hotel mir einen Kaviar nehme, das stand vor 3 Jahren auf jeden Fall nicht auf meiner Bingo-Karte. Dass ich überhaupt mal die Chance dazu habe, stand auch nicht drauf. In Berlin ist heute Großdemo und die haben mir gesagt, es könnte sein, dass man zeitweise hier nicht raus darf. Ja, jetzt geht's aber los hier. Deswegen auschecken, wir machen noch die Bewertung. Ich kann euch schon mal vorweg sagen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kommen bestimmt nochmal wieder. Kommen wir am Ende wie immer zur Bewertung und die fällt heute echt gut aus. Ich muss vorweg sagen, die wussten natürlich, wer ich bin und was ich mache. Und natürlich kann man auch so mal Glück haben, je nachdem wie man bucht, so ein tolles Zimmer zu bekommen. Ich schieb's bei mir zu 80% schon mal auf diesen Filmbonus. Eigentlich müsste ich dann jetzt die Bewertung auch in Klammern setzen, wie beim Marina Bay Sands, aber ich kann jetzt auch nicht jedes deutsche Hotel in Klammern setzen. Die machen einfach ihre Arbeit gut, stellen sich auf die Kunden ein, die kommen und deswegen hauen wir die Klammern hier jetzt einfach mal überall raus und ja, ist halt
eben so. Ein super Zimmer, hat zwar nicht zu 100% meinen Geschmack getroffen, aber was will man dagegen sagen? Riesig viel Platz, eine tolle Aussicht und das für ja eigentlich in Klammern nur 360 € pro Nacht ist schon verrückt. Service war überragend, alles was bei einem Hotel dieser Klasse dazugehört, ist auch so umgesetzt worden. Turndown-Service und so weiter und so fort, den ich eigentlich nie brauche. Haben sie trotzdem immer gemacht, wenn ich da nicht da war. Abendessen war gut, Frühstück war überragend, gerade die Club-Lounge echt toll, aber auch das normale Frühstück super. Abenteuererlebnis auch ganz nett, tolle Lage, hast einen Pool, hast eine Sauna, bist direkt am Potsdamer Platz. Gerade mein Zimmer hat das vielleicht auch noch mal ein bisschen nach oben geschraubt und Preis-Leistung für mich jetzt hier eine 10 von 10. Ich werde sicherlich noch mal wiederkommen und kann euch das Ritz-Carlton absolut empfehlen, auch wenn man jetzt natürlich nicht immer so eine Suite bekommt. Ich bin mir sicher, dass auch die kleineren Zimmer toll sind. Vieles läuft hier gut und das habe ich als Gast gemerkt, deswegen komme ich am Ende sogar auf 9,2 von 10 Punkten und damit ist es das beste deutsche Hotel, wo ich hier war. Ziemlich weit oben generell in dem Ranking. Ich hatte eigentlich wenig zu meckern. Für mich geht es jetzt nach China. Ich bin gespannt, welche Hotels mich da erwarten werden und ob wir da vielleicht eine neue Nummer 1 finden. Abonniert den Kanal, Leute. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.